Herzlich willkommen zu einer weiteren Lektion der Konfigurationssoftware ulux-config. In diesem Beitrag zeigen wir, wie ein Projekt in ulux-config erstellt wird. Dazu laden wir zunächst eine Bibliothek. Eine Bibliothek enthält alle Objekte, mit denen ein ulux-Switch gestaltet werden kann, also Symbole, sogenannte Bilder und Animationen, sowie auch Schriftarten, Sounds, aber vor allem die jeweiligen Funktionen, die am ulux-Switch verwendet werden, sogenannte Funktionslayouts. Zum Laden wechseln wir in unser Hauptmenü unter Bibliothek und wählen daraus die Schaltfläche Importieren. Mit ulux-config wird standardmäßig die Bibliothek ulux modern mitgeliefert, die wir mit Doppelklick hereinladen. Sie sehen nun auf der linken Seite unter Bibliotheken die Bibliothek namens Modern mit ihren Inhalten und den Funktionslayouts, unterteilt in Eintastenfunktionen, also Navigationsfunktionen zum Beispiel, Lichtfunktionen, Zweitastenfunktionen vertikal orientiert, Zweitastenfunktionen horizontal orientiert und sogenannte Viertastenfunktionen oder Informationsfunktionen, die über das gesamte Display gehen. Bei der Projektanlage hat sich als sinnvoll herausgestellt, zuerst das Gebäude sowie die relevanten Räumlichkeiten anzulegen und die zu steuernden Komponenten Raum für Raum zu erfassen. Dazu wechseln wir in unseren Projektbaum und suchen uns aus dem Hauptmenü unter Objekte zum Beispiel zum Erfassen von Gebäude das Haus oder das Stockwerk oder einzelne Wohnungen. Wir möchten das in diesem Beispiel einfach halten und wählen daraus jetzt quasi gleich unseren Raum, den wir Büro nennen. Zusätzlich gibt es neben dem Büro noch einen weiteren Raum, unseren Verteilerraum. Im Verteilerraum befindet sich unsere Steuerung. Und wir geben hier in der Tabelle die IP-Adresse der Steuerung bekannt. Das ist auch jene Adresse, mit der der ulux-Switch dann später kommunizieren wird. Im Büro möchten wir jetzt die zu steuernden Komponenten erfassen. Dazu gehen wir auf Büro und im Büro haben wir unsere Deckenlampe. Wir wählen dazu aus den vordefinierten Aktoren den Aktor Licht aus. Das ist das Licht an der Decke. Das wird geschalten. Von der Funktion her wählen wir hier den Oberbegriff Licht. Nachdem wir schalten, ist der Minimalwert 0 und der Maximalwert 1, mit dem dieser Aktor arbeitet. Zusätzlich haben wir in unserem Büro noch eine Stehlampe stehen. Auch hier wechseln wir unter vordefinierte Aktoren und Ausgänge, wählen daraus erneut den Aktor Licht aus für unsere Stehlampe, beschriften das entsprechend. Von der Funktion her ist es wiederum Licht. Wir möchten das jetzt aber diesmal genauer spezifizieren. Sie sehen hier sämtliche Funktionen, Begriffe und Optiken, die ein Licht haben kann. Und daraus wählen wir zum Beispiel den Eintrag Stehlampe. Auch diese Stehlampe wird geschalten. Zu guter Letzt möchten wir noch eine Raumtemperaturregelung einrichten. Dazu gehen wir wieder auf vordefinierte Aktoren und Ausgänge, wählen daraus den Aktor Heizung. Das wird also unsere Temperatureinstellung. Von der Funktion her wählen wir dazu Heizung und aus den Untereinträgen Einstellen aus. Wir erhalten dann einen vorgeschlagenen Wert für den Minimalwert 15 und für den Maximalwert 25, können das aber jederzeit auf unsere Bedürfnisse hin anpassen und einfach überschreiben.
Im Projektbaum wird im nächsten Schritt abhängig von der Steuerung das Steuerungsprotokoll ausgewählt. Dazu wechseln wir auf unseren Projekteintrag und suchen uns in der Tabelle rechts die Zeile Steuerungsprotokoll aus. Für Loxon-Steuerungen wird das Ulux-Loxon-Protokoll eingestellt. Unter Loxon-Projektdatei ist eine bestehende in ulux-config erstellte Projektdatei zu laden. Dazu drücken wir auf diese beiden Größerzeichen und wir haben hier in Loxon-config die Projektdatei MyFirstProject vorbereitet, die wir mit Doppelklick zum Beispiel hereinladen. Für alle anderen Steuerungen wird üblicherweise das Ulux-Message-Protokoll verwendet. In Verbindung mit Backoff-Steuerungen stehen dazu zwei PLC-Libraries zur Verfügung. Und es ist der PLC-Dateiname anzugeben, also jene Datei, in die mit ulux-config erstellten Konstanten und Variablenlisten gespeichert und später im Konfigurationsprogramm der Steuerung importiert werden können. Dazu geben wir hier einfach den Dateinamen an und nennen das PLC-Datei. Damit haben wir die Einstellungen für unsere Steuerung getroffen und im nächsten Schritt werden wir nun die angeschlossenen Ulux-Schalter im Netzwerk suchen. Dies erledigen wir mit dem Zuordnungsassistenten. In diesem nächsten Menü geben wir an, dass wir alle Ulux-Switches im Netzwerk suchen und die IP-Adressen neuer Ulux-Switches automatisch vergeben. Drücken hier die Schaltfläche Start. Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Häkchen hier bei Netzwerkparameter automatisch einstellen. Gehen dann auf Weiter. Jetzt werden die Schalter im Netzwerk gesucht. Insgesamt werden 3 Schalter gefunden, 2 bereits mit einer gültigen IP, ein Schalter ohne gültige IP-Adresse. Das ist der Schalter mit der Seriennummer 520 in diesem Beispiel. ulux-config hat ihm automatisch eine freie IP-Adresse zugeordnet. Es ist die Adresse 4. Wir bestätigen dies mit Weiter und schließen den Zuordnungsassistenten ab und sehen hier in unserem Projektbaum den Ulux-Switch mit der Seriennummer 520. Wir können diesen nun in unser Büro ziehen, wo er sich dann tatsächlich auch befindet, und können dazu im Reiter Ulux-Switch die Daten zum jeweiligen Schalter einsehen. Im nächsten Schritt wird das Ulux-Switch-Design angelegt und die Funktionslayouts dem Schalter zugeordnet, das heißt der Schalter entsprechend gestaltet. Dazu gehen wir auf unser Hauptmenü, wählen daraus den Eintrag Ulux-Switch-Design. Das ist also unser Design im Büro, das wir jetzt hier gestalten möchten, und Sie sehen dazu auf der rechten Seite einen virtuellen Schalter und rechts davon unter Auswahl nach Aktoren die entsprechenden Aktoren, die wir im Büro zuerst erfasst haben, unser Deckenlicht, unsere Stehlampe und unsere Temperaturregelung. Wir möchten zuerst unser Deckenlicht auf den Schalter bringen. So gehen wir unter Büro auf den Eintrag Decke und haben hier die verschiedenen Optiken zur Verfügung. Wir nehmen an, dass wir einen Deckenspot in unserem Büro haben und der optisch am ehesten mit unserem Spot A zu vergleichen ist. Wir nehmen diese Funktion per Drag and Drop und ziehen diese einfach auf den Schalter. Ab diesem Zeitpunkt haben wir die Möglichkeit, bereits den Deckenspot von unserem Schalter aus zu betätigen. Wir können dazu zusätzlich noch angeben, ob wir die Beschriftung hier ausblenden möchten. Dazu klicken wir einmal auf das Symbol. Das erhält dann einen roten Rahmen
und gehen hier auf Text verbergen. Und ab dem Zeitpunkt ist der Text verschwunden. Wir haben zusätzlich noch unsere Stehlampe. Auch hier die Funktion einfach per Drag and Drop nehmen und auf den Schalter ziehen an die entsprechende Position. Auch hier möchten wir den Text verbergen. Die Symbole sind eindeutig genug. Wir haben noch unsere Temperaturregelung abschließend. Hier haben wir zur Auswahl vertikal und horizontal orientiert. Nachdem wir zwei übereinander gelegene Schaltflächen zur Verfügung haben, wählen wir also die vertikale Orientierung und ziehen diese Funktion einfach per Drag and Drop auf den Schalter und können hier unsere Temperatur, wie zu sehen ist, einstellen und unsere Lampen betätigen. Die Konfiguration auf die Schalter synchronisiert werden kann, ist anzugeben, welche Schalter diesem Design zugeordnet sind und an welche Steuerung die Daten übermittelt werden. Dazu gehen wir im ULUX Switch Design auf den Reiter ULUX Switches und wählen die oder den Schalter mit einem Haken aus. Selbiges passiert unter dem Reiter Steuerungen. Auch hier wird mit einem Haken ausgewählt, an welche Steuerung die Daten übermittelt werden sollen. Abschließend wird die gesamte Konfiguration mit der Funktion Alles synchronisieren auf die ULUX Switches übertragen und in die angegebene PLC-Datei oder Loxone-Projektdatei automatisch gespeichert. Dazu wechseln wir im Hauptmenü auf die Schaltfläche Alles synchronisieren. Und Sie sehen, so schnell werden sämtliche Konfigurationsdaten auf den Schalter aufgespielt und gespeichert. Sie haben nun am ULUX Switch die von Ihnen definierten Funktionen zur Verfügung und können diese im Konfigurationsprogramm der jeweiligen Steuerung verwenden und die Steuerungsdetails weiter ausarbeiten. Umfassende Beispiele finden Sie auf dem Rechner, auf dem ULUX Config installiert ist, im Verzeichnis Eigene Dokumente ULUX in den jeweiligen Steuerungsunterverzeichnissen. Wir sind damit am Ende unseres Beitrages angekommen. Wir danken für Ihr Interesse und hoffen, dass wir Ihnen die ersten Schritte zeigen konnten.